Moin, ich bin Leon von We Are CRU. Menschen flüchten jeden Tag. Meistens wird in den Medien über Geflüchtete berichtet. Doch wir haben uns gedacht, wir treffen einfach mal jemanden. Hier vor dem Café Godot haben wir gestern Ehsan Apri getroffen, der auch hier mal eine Zeit lang gewohnt hat. Ich bin Ehsan Apri, 32 Jahre alt. Seit Mai 2013 wohne ich in Deutschland. Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man mit einem Augenzeugen redet, der eine Flucht mitbekommen hat, ist natürlich, wie läuft sowas überhaupt ab? Unterschied zwischen Reisen und Flucht ist, wenn du ein Reisen gehen willst, du packst deine Sache, du planst, du weißt, wo du gehen willst, du bereitest dich vor. Aber Flucht ist anderes. Du weißt gar nicht, was bringt die Zukunft vor dich. Und das kann man sich vorstellen, wenn man Ehsans Weg nachverfolgt. Ehsan hatte sich im Iran politisch betätigt, beispielsweise gegen ein neues Gesetz der Geschlechtertrennung an Unis, weswegen er einen Monat in Haft saß. Danach hat er dann an der Grünen Revolution 2009 mitgewirkt. Neben Demonstrationen drehte er YouTube-Videos zur Aufklärung. Seine Flucht musste er dann, wie eben beschrieben, Hals über Kopf antreten, als bei einem Genossen von ihm seine Kontaktdaten gefunden wurden. Die erste Station war die Türkei, wo er sofort ein Video veröffentlichte, das ihn im Ausland zeigt. So konnte er Freunde und Verwandte vor Repressionen schützen. Insgesamt war Ehsan dann ein Jahr auf der Flucht. Dabei durchquerte er mit verschiedenen Gruppen 7 Länder. Teilweise mussten er und die anderen dabei Fußmärsche von 7 Stunden am Stück auf sich nehmen. Nach einer langen und beschwerlichen Reise oder eben auch nicht Reise ist Ehsan dann in Deutschland angekommen. Und da stellte sich mir dann die Frage, wann ist die Flucht eigentlich vorbei? Also in der Haft, wenn dann die Duldung da ist, das Dokument. Wir haben mal nachgefragt. Ich glaube, das war erst in 2005. Genau, weil bis zum 2015, ich hatte immer noch Wunsch, dass ich einfach einen Reisepass kriege und dann fahre ich weiter. Ursprünglich wollte er nämlich gar nicht nach Deutschland oder gar Europa. Das erste Ziel wäre Kurdistan gewesen. Aufgrund der angespannten Situation dort wollte er aber den Versuch unternehmen, nach Stockholm zu kommen. Da gibt es nämlich eine große aktive Community der iranischen Opposition. Jetzt aber zur eigentlichen Frage. Was machen Flüchtlinge, wenn sie in Deutschland angekommen sind? Also wenn die Flucht vorbei ist? Ehsan ist sofort wieder politisch aktiv geworden und wird da gleich noch was drüber erzählen. Aber wir haben ihn auch noch gefragt, wie das bei anderen Flüchtlingen, die er im Rahmen seines Projektes kennengelernt hat, wie es bei denen funktioniert hat. Genau, bei New Ways for Newcomers. Ich hatte eigentlich Unterricht einfach für die Schüler und Schülerinnen, die in der Klasse waren. Ja. Und da haben wir muttersprachlich über die Gesetze gesprochen. Ja, Grundgesetz und auch die europäische Geschichte. Über feministische Bewegung, Demokratiebewegung, weil diese Gleichberechtigung in Europa, das ist nicht Gottes Geschenk. Das kommt nicht von der europäischen Kultur raus. Die Frauen hatten 250 Jahre davor gekämpft. Die Demokratie, das ist auch nicht der Gottesgeschenk. Die hat den Menschen bezahlt. 2 Weltkriege Europa hat erlebt. Über 20 Millionen Menschen sind gestorben. Dass wir heute in einem freien Europa leben. Und deswegen diese Geschichte müssen alle wissen. Wie ihr seht, ist für Ehsan die Normalität, im Exil zu leben. Nebenbei hat er aber auch Freundschaften in Kiel knüpfen können. Außerdem möchte Ehsan wieder studieren, wenn es ihm möglich ist. Die Fächer seiner Wahl sind Politik und Islamwissenschaft an der CRU. Im Master soll es dann International Law werden. Die Antwort auf die Frage, wie es den anderen Geflüchteten ergehe, zeigte schon, dass er sich viel mit Politik beschäftigt. Syrer, Afghaner, die mussten Land verlassen, weil meistens die hatten überhaupt keine Chance mehr in Heimat leben. Auch politische Aktivisten aus dem Iran. Aber es gibt auch Gruppen inzwischen, die sind eigentlich, ich nenne die einfach Migranten. Die sind hier, weil die wollen ein besseres Leben haben.
Natürlich, die können besser integrieren, weil die hatten sich entschieden, ich will nach Deutschland. Sie hatten sich vorbereitet, aber leider, weil Europa und Deutschland, die haben keine Einwanderungsgesetz. Deswegen viele Migranten, die müssen illegal nach Deutschland kommen und die müssen hier Asyl beantragen. Die kriegen die riesengroße Herausforderung. Ja, manche, die auch ein bisschen Geld haben oder Chance haben, die können sofort eine Arbeit finden und durch die Arbeitsgesetze hier Bleiberecht bekommen. Aber viele, die ein bisschen langsamer sind bei Integration, denn die haben keine Chance und nach ein paar Jahren Deutschland will wieder die zurückschicken. Neben seinen Projekten hier in Schleswig-Holstein beschäftigt sich Ehsan schon seit dem Iran mit politischen und philosophischen Fragestellungen. Deswegen wollten wir wissen, wie es momentan bei ihm aussieht. Hierbei kamen wir auf den diffusen Heimatbegriff zu sprechen. Heimat ist nicht Realität, sondern ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, das durch Gedanken an die Vergangenheit hervorgerufen wird. Wertend wurde Heimat erstmals im 19. Jahrhundert verwendet, als die Menschen in der Stadt ihr vorheriges Leben auf dem Land romantisierten. Unter den Nationalsozialisten wurde dieses Gefühl dann gegen alles vermeintlich Fremde genutzt, was diese Idylle zerstört hätte. Heutzutage nutzen rechte Demagogen den Begriff in der gleichen Manier gegen Menschen, die nicht aus ihrer erdachten Heimat kommen. Durch diese historisch gewachsene Bedeutung des Begriffes fällt es mir schwer, etwas als meine Heimat zu bezeichnen. Ein Zuhause tut es für mich auch. Doch genug von mir. Was denkt Ehsan darüber? Ich habe diese Frage, ich habe fast überall gelesen. Ne? Und ich denke immer noch, was ist Heimat eigentlich? Das hat keine Bedeutung für mich. Klar, ich habe Gefühle zu Iran, nicht zu Iran, zu meiner Familie, Freunde und so. Meine Muttersprache ist Farsi, ich kann richtig Farsi sprechen. Da ist viel einfacher für mich zu erzählen, alles was ich will. Aber das Wort Heimat, keine Ahnung. Eigentlich in Deutschland, ich bin mehr erfolgreicher als in Iran. Wo ist meine Heimat? Wo ich erfolgreich bin oder wo meine Familie sind oder wo ich geboren bin, keine Ahnung. So, das war jetzt unser Gespräch mit Ehsan Abri und wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, war jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Außerdem haben uns teilweise seine Antworten auch ein bisschen überrascht, beispielsweise was er zum Begriff Heimat sagt. Also mit Erfolg hätte ich das jetzt nicht im ersten Moment gleichgesetzt. Zusätzlich habt ihr auch gehört, was ich dazu zu sagen hatte. Und natürlich bietet sich das da an, dass ihr auch mitdiskutieren könnt. Also haut uns gerne was in die Kommentare dazu. Dann war es das auch schon von mir und habt noch eine schöne Woche.